Auf, lasst uns kalte Baklava machen. Mit Pistazien, Milchsirup und natürlich Kakao. Für unsere kalte Baklava benötigen wir 700 Gramm Zucker, 200 Milliliter Wasser. Den Herd habe ich auf mittlere Stufe gestellt. Jetzt warten wir, bis der Zucker sich auflöst. Ein paar Tropfen unserer Zitronensaft. Nachdem sich der Zucker aufgelöst hat, geben wir 400 Milliliter Milch mit ins Spiel. Und natürlich tun wir den Herd abschalten. Und hier habe ich noch Schlagsahne mit sehr wenig Zuckergehalt auch mit rein, damit es etwas dickflüssiger wird. Wir tun das Ganze jetzt kalt stellen und jetzt fangen wir mit unserer Baklava an. Ich schmelze mit 250 Gramm Butter auf unterer Stufe, damit ihr Bescheid wisst. So sieht das Ganze aus. Den Schaum, was auf der Oberfläche schwimmt, werden wir jetzt schön entfernen. Jetzt fügen wir 100 Milliliter Öl hinzu. Hier habe ich einen fertigen Baklava-Teig. Wenn ihr so eine Form habt, 30 x 40 cm, wird es optimal passen. Wichtig ist jetzt, dass wir den Baklava-Teig schön abdecken, weil es trocknet zu schnell. Zuerst beschmieren wir unsere Form mit Butter. Jetzt kommt die erste Schicht. Und jetzt etwas Butter drauf. Jetzt unsere zweite. Jetzt unsere dritte Schicht. Perfekt. Ab jetzt werde ich die Schichten immer doppelt machen. So 3 Schichten einzeln und danach bis zu 20 Schichten werde ich die immer doppelt stellen. Und kein Problem, wenn es übersteht, die werden wir später zum Schluss wegschneiden. Ich habe jetzt hier 20 Schichten. Jetzt kommen unsere Pistazien mit ins Spiel. Ich habe hier meine Pistazien. Noch ein bisschen Öl drauf. Ich habe hier noch eine Jufka. Ich habe insgesamt 2 Stück gekauft. Zusammen ergeben es 900 Gramm. Die werden wir jetzt auch schön zurechtschneiden. Den Rest nicht wegschmeißen. Ab ins Tiefkühlfach. Den Rest tun wir jetzt abdecken, damit es nicht austrocknet. Zwei Schichten oben drauf. Das ist die Nummer 20. Insgesamt habe ich die 40 Stockwerke gemacht, damit ihr Bescheid wisst. Mit 2 Baklava-Jufka, jeweils 20 sind 850-900 Gramm zusammen. So, jetzt tun wir das schön mit Öl beschmieren, weil wir die gleich schneiden werden, damit auch ja nichts abreißt. Vorsichtig. So, meine Freunde, meine Baklava habe ich jetzt fertig geschnitten. Das kommt jetzt schön in den Backofen. Meine Damen und Herren, so sieht das schöne Stück aus. Und jetzt kommt unser Sirup mit ins Spiel. Den Backofen auf 170 vorheizen, eine halbe Stunde backen und danach auf 140 Grad runterdrehen und das Ganze nochmal für 40 Minuten goldbraun backen. Von dem Sirup habe ich nur 3/4 verwendet. Das werde ich jetzt erstmal hier draußen lassen und wenn es abgekühlt ist, stelle ich das in den Kühlschrank. Hier habe ich Kakao. Wer möchte, kann auch etwas Puderzucker mit hineinmischen. Und Pistazien, die habe ich schön gemahlen.
Jetzt werde ich das ungefähr so 6 bis 8 Stunden lang schön im Kühlschrank stehen lassen und danach werden wir kosten. So, meine Freunde, testen wir mal das schöne. Also ich esse weiter. Ist ein geiles Rezept. Nicht so schwer. Mit vollem Mund spricht man nicht. Also bis zum nächsten Video. Murat kocht weiter. Ciao.